Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Der Premier League Spieler des Monats wurde gewählt und Rashford hat sich diese Auszeichnung für die höchste englische Spielklasse verdient. Und das für den Monat Januar. Okay, das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Also ja, so kann man natürlich auch die Frage umgehen, hätte es nicht vielleicht eher ein Haaland verdient? Gut, jetzt hat man hier, anscheinend ist es ein kleiner Anzeigefehler, den Monat verwechselt. Aber wir wollen uns natürlich hauptsächlich um den Spieler kümmern. Marcus Rashford mit einer Bewertung von 84. Wir sprechen vielleicht über ein paar kleinere Themen, warum sich diese Karte vielleicht für euch lohnt und vielleicht auch warum eher nicht. Okay, 84 ist er bewertet für einen Preis von circa 115.000 Coins. Und das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können da auch Preisschwankungen vorkommen. Für eine 84er Karte, es ist Rashford. Und vorweg, ich muss sagen, man bezahlt für den Namen. Man hat zwar 5 Sterne Skills und 3 Sterne schwacher Fuß. Es ist tatsächlich keine schlechte Karte, muss man wirklich sagen. Ich finde aber, EA hat was am Upgrade geändert. Denn früher war es so, dass low geratete Karten ein Upgrade von +2 in den POTMs bekommen haben. Also Rashford ist jetzt von einer 81 auf eine 84 gekommen. Das ist ein normales Team of the Week Upgrade. Normalerweise bekommen eine POTM-Karte ein Upgrade von +2. Und eigentlich haben sie uns auch versprochen, vielleicht auch was am schwachen Fuß oder bei den Skills zu ändern, je nachdem, wie gut er da in dem Spiel oder beziehungsweise in dem Monat war. Ja, das ist leider nicht passiert und auch das Upgrade von +2. Dementsprechend wäre er von einer 81, seine aktuelle Goldspielerkarte, auf eine 86 gegangen. Also 81 auf 84 und von 84 auf 86. Das ist aber hier auch nicht passiert. Vielleicht möchte man die Karte ein bisschen günstiger halten, aber dafür finde ich sie doch ein bisschen zu teuer. Hat man natürlich ein paar Upgrades gemacht und ein paar Untrades im Verein oder grundsätzlich ein paar Untrades im Verein durch die ganzen Hybrid-SBCs, dann kann man natürlich darauf hinausarbeiten. Grundsätzlich, ihr habt 30 Tage Zeit, die ganze SBC hier abzuschließen. Also long term ist das sicherlich eine SBC, die kann man mitnehmen. Vielleicht ist sie in ein paar Tagen oder ein paar Wochen vielleicht schon wieder outdated, aber es ist immerhin Rashford. Und wenn wir uns die Stats anschauen, natürlich hat er ein bisschen Tempo verloren. Hier muss man gegenarbeiten. Hier muss man Tempo draufgeben. Optimal wäre wahrscheinlich ein Hunter, dann pusht man natürlich noch die Schusswerte. Und ja, was passiert ist, und das haben sie natürlich auch gesagt, ist der Positionswechsel. Also seine Main-Position, die bevorzugte Position, ist natürlich die Stürmerposition. Ihr könnt ihn aber auch, wie seine Goldkarte, auf den alternativen Positionen, und dort ist, glaube ich, die linke Flügelkarte seine bevorzugte Position. Also es macht ja eigentlich gar keinen Unterschied. Man muss einfach eine Positionswechselkarte drauf machen und dann könnt ihr ihn auch auf der linken Seite spielen. Und die Stats, Schusskraft 94, das ist wirklich schon insane. Und was ich gehört habe, die Rashford-Karte spielt sich sehr, sehr gut und soll wieder besser sein im Vergleich zum letzten Jahr. Also, ob es sich lohnt für euch, habt ihr ein paar Untrades im Verein oder ist euch Rashford 115.000 Coins wert, dann ja. Solltet ihr noch mit der Entscheidung hadern, ich würde es dann lieber lassen an eurer Stelle. Ja, da kommen noch sehr, sehr gute Karten. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt spoilern. Wir werden in den kommenden Tagen noch weitere POTMs sehen aus der La Liga, aus der Serie A und vermutlich auch aus der Bundesliga. Und dort wird es auch gute Karten geben und ich habe für mich schon Favoriten rausgekramt, wo ich meine ersten Untrades dann reinpacken werde. Also die Karte sieht gut aus, hat ein gutes Upgrade bekommen, auch wenn ich sagen muss, sie hätte ein +2, also dementsprechend von 81 auf 86 ruhig verdient gehabt oder vielleicht ein schwacher Fuß-Upgrade. So ist diese Karte auf jeden Fall in Ordnung und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die SBC-Lösung. Wie gesagt, insgesamt bezahlen wir dafür ca. 115.000 Coins und wir bekommen Packs zurück, im Wert von so ca. 35.000 Coins. Man sollte es sich nicht schönreden, dennoch, die Packs sind dann tradable, soweit ich das hier beurteilen kann. Ja, die sind tradable und das nimmt man auf jeden Fall mit. Hier haben wir ein 25k Pack, nochmal so ca. 10k Pack und nicht der Rede wert.
Das schmälert natürlich nicht den Preis, aber man bekommt ja immerhin etwas zurück. Die Bedingungen in der ersten SBC sind einfach und ich möchte es euch auch einfach halten. Hier habt ihr schon mal die Liste, die Spieler, die ihr einkaufen könnt. Ja, wir brauchen einen Manchester United Spieler, Teamgesamtbewertung 84 und natürlich 11 Spieler. Ich gehe trotzdem einmal kurz stillschweigend durch die Spieler durch, damit ihr auch, ja, vielleicht noch das ein oder andere Detail, was ihr vielleicht hier nicht aufgreifen könnt, aufgreifen könnt. Okay, let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Ihr könnt dann einfach alles hier, da keine Chemie erfordert ist, ja, so random hinzufügen. Einfach rein da und dann passt das. Also alle Bedingungen sind dann erfüllt. Macht euch da keine Sorgen, dass ich euch da hier einen Schmuh erzähle. Wenn ihr möchtet, dann kann ich für die anderen SBCs das natürlich auch noch machen. Lasst mir mal gerne Feedback da. Aber so, wenn man hier eine kleine Übersicht hat unten in der Leiste, finde ich das schon ganz gut. Es ist wirklich mit das günstigste, was ihr aktuell kaufen könnt. Circa 21.000 Coins kostet euch der erste Spaß. Und damit kommen wir nun zur zweiten SBC, England. Und dort brauchen wir schon eine Teamgesamtbewertung von 85 und noch einen zusätzlichen englischen Spieler. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst. Ich erspare euch das jetzt einfach noch alles hinzuzufügen. Das könnt ihr da machen. Einfach hoch in den Verein, egal welche Position. Und dann kommen wir nun zur nächsten und letzten SBC. Premier League, da brauchen wir mindestens einen Spieler und hier wird schon knackig. Ich sage euch auch noch gerne den Preis von der letzten SBC, das möchte ich nicht vergessen. Die kostet euch ca. 37.000 Coins. Und wie gesagt, hier wird es knackig in der letzten SBC. Hier brauchen wir nämlich eine Teamgesamtbewertung von 86 und der Preis beläuft sich auf 58.000 Coins zum aktuellen Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese SBC gelöst. Wie gesagt, alles einfach hinzufügen und dann sind alle Kriterien erfüllt. Und ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr viel, viel Spaß mit dem Rashford haben werdet. Das soll es an meiner Stelle gewesen sein. Ihr könnt mir mal gerne Feedback ja, oder eure Meinung zu der Karte ja, hinterlassen. Ja, ist jetzt hier... Wurde Haaland... die POTM-Karte verwehrt? Das ist natürlich hier die Frage. Natürlich, also das stellt sich eigentlich gar nicht. Ist da tatsächlich ein Haaland passt jetzt aktuell einfach gar nicht als POTM rein. Die Karte wäre erstens zu übertrieben teuer. Man wüsste gar nicht, welches Upgrade man ihr geben müsste. Und wir haben ja noch ein Event vor der Tür stehen. Mit das Wants to Watch Event. Und da möchte man natürlich Packs verkaufen, wo ein Haaland dann natürlich wieder drin ist. Ja, also ist nicht einfach, deswegen hat man hier wahrscheinlich, oder meine Vermutung, einfach Rashford genommen. Oder sie haben wirklich einfach den Premier League-Spieler des Monats Januar gewählt. Kann ja auch sein. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ja, nützliche Infos herausziehen. Und wenn ich das getan habe oder ja, wenn ich euch ein bisschen geholfen habe, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen, Peace.